Artificial Intelligence. Code accepted. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends. Diesmal geht es um die Nutzung von Methoden und Tools der künstlichen Intelligenz, um noch schneller und intelligenter die Reise- und Routenplanung von Motorradreisen durchführen zu können. Anhand eines konkreten Beispieles möchte ich euch das Zusammenspiel von ChatGPT und dem Routenplaner MyRoute App demonstrieren. Im März werden wir unsere Motorräder nach Andalusien transportieren lassen, um dort eine Rundreise zu starten. In Andalusien waren wir ja nun schon öfters mit den Motorrädern unterwegs und kennen uns auch dort sehr gut aus. Die Herausforderung ist diesmal, dass wir die ca. 2800 Kilometer von Malaga nach München mit den Motorrädern zurückfahren wollen. Freunde haben mich vor wenigen Minuten gebeten, dass ich heute Abend eine Grobplanung mit den schönsten Sehenswürdigkeiten entlang der Route und natürlich mit Hotelempfehlungen vorstellen soll. Genau dieses Planungsszenario soll mein Anwendungsfall für die Nutzung von künstlicher Intelligenz sein. Ich habe etwa 30 Minuten Zeit für den ersten Planungsentwurf und nehme euch auf der Reise mit und hoffe, dass wir auch gemeinsam das Ziel erreichen. Vamos! Kurz zum Thema künstliche Intelligenz, die seit einiger Zeit unsere Welt verändert. Das Thema ist nicht neu. Bereits in den 80ern habe ich mich mit neuronalen Netzen in Expertensystemen beschäftigt. Jetzt sind aber die Technologien in der Lage, die Theorien von damals auch umzusetzen. Einfach ausgedrückt will man mit selbstlernenden Systemen Programme in die Lage versetzen, dass sie im Dialog mit dem Menschen oder auch autark komplexe Sachverhalte lösen. Die Planung einer Reise gehört hier bestimmt auch dazu. Ein Tool, das hier mit KI-Technologien weiterhilft, ist ChatGPT, das von der Firma OpenAI entwickelt wurde. Es kann Sprache und Texte verstehen und im direkten Dialog mit dem Anwender Lösungen zu den Fragestellungen entwickeln. Hierzu wurde das System mit Internetinformationen und Wissen aus zahlreichen Dokumenten trainiert. Das heißt, es hat aus dem Wissen der Menschheit gelernt und kann somit hilfreiche Antworten geben. Man sollte allerdings auch immer die Quellen im Sinne eines Faktenchecks prüfen. Fragen wir doch am besten gleich ChatGPT, wie das Tool mich bei der Planung der Motorradreise unterstützen kann. Also, wie kann mich ChatGPT bei der Planung einer Motorradreise unterstützen? ChatGPT nennt im Wesentlichen die Routenplanung, also genau mein Thema, Unterkunftsempfehlungen für Motorradfahrer, Wetterprognosen mit Einfluss auf Routenverläufe, abgeleitete Packlisten und Sicherheitstipps für das jeweilige Land, Informationen über Land und Leute sowie Reisevorschriften. Das Besondere ist jedoch, dass ChatGPT im Gegensatz zu Suchmaschinen individuelle Anforderungen berücksichtigen kann und auf Erfahrungswerte und Empfehlungen anderer Motorradfahrer zurückgreift. So, dann fangen wir einmal an und formulieren im Chat die Aufgabenstellung für die Reiseplanung. Plane für Anfang April 2025 eine Motorradreise von Malaga bis nach München. Die Reise soll eine Dauer von 10 Tagen haben und je Tagesetappe maximal zwischen 300 und 400 Kilometer lang sein. Ich möchte auf schönen, kurvenreichen Straßen an den spanischen Küsten entlang fahren und prinzipiell Autobahnen und Mautstraßen meiden. Bekannte Straßensperren bzw. Wintersperren müssen gegebenenfalls berücksichtigt werden. Hohe Pässe sollten aufgrund der Wetterbedingungen vermieden werden. Ich starte nun die Abfrage und bin gespannt, welchen Planungsvorschlag die KI für mich jetzt erarbeitet.
Zunächst werden meine Anforderungen kurz zusammengefasst und schon geht es los mit der Etappenplanung in 10 Tagen von Malaga nach München. Im ersten Schritt wird die Reiseplanung zunächst grob in Etappen mit Angabe von Reisehighlights ausgegeben. Am Ende erfolgt noch ein Hinweis, dass insbesondere die Wetterbedingungen in den Pyrenäen und dem Jura im April aktuell überprüft werden sollten. Ich möchte den ersten Reiseentwurf von ChatGPT nun sukzessive verfeinern und erweitern. Also schreibe ich weiter in den Chat. Integriere in den Routenplan die schönsten Sehenswürdigkeiten, die man gut mit dem Motorrad erreichen kann. Insbesondere möchte ich durch die Schlucht Gorge-Gallimus fahren und das Kloster Montserrat bei Barcelona besuchen. Am besten listest du alle Sehenswürdigkeiten entlang der Route tabellarisch auf. In der ersten Spalte sollte der Name der Sehenswürdigkeit stehen und in der zweiten Spalte eine Quellenangabe. In der dritten Spalte könnte der Zeitbedarf zur Besichtigung stehen. Jetzt schicke ich das ChatGPT-Prompt an die KI und sofort kommt das Ergebnis. Selbst die tabellarische Darstellung mit einer Auflistung der Point of Interest stellt kein Problem dar. Ich könnte sogar noch die GPS-Koordinaten in einer weiteren Spalte ergänzen lassen und dann einen Datenimport in meine Navi-App durchführen, aber dazu später. Nach Erstellung der Tabelle mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entlang der Route schlägt mir ChatGPT selbst vor, diese Sehenswürdigkeiten in den Tagesverlauf der jeweiligen Etappen zu integrieren. Da hätte ich selbst ja auch drauf kommen können und deswegen schreibe ich: Integriere die Sehenswürdigkeiten in den Tagesablauf mit einer Kurzbeschreibung. Jetzt werden die Sehenswürdigkeiten mit einer Abschätzung der Zeitdauer, die man für eine Besichtigung einplanen sollte, den jeweiligen Etappen zugeordnet und der Reiseplan wird aktualisiert. Ich habe ja noch vergessen, dass ich auch noch Übernachtungsvorschläge in passenden Hotels nennen sollte. Also formuliere ich folgende Aufgabe für ChatGPT. Schlage mir für jedes Tagesetappenziel mindestens 3 Motorradhotels mit einem gesicherten Parkplatz für mein Motorrad vor. Das Doppelzimmer sollte für 2 Personen maximal 160 € mit Frühstück kosten. Die Lage am Meer mit eigenem Swimmingpool wird bevorzugt. Erstelle eine Ergebnistabelle, in dem in der ersten Spalte der Name des Hotels steht, in der zweiten Spalte die Adresse, in der dritten Spalte die Internetquelle, in der vierten Spalte der Übernachtungspreis für 2 Personen mit Frühstück und in der 5. Spalte, ob der Parkplatz für Motorräder kostenlos ist. Auch das Ergebnis sieht gut aus und ich möchte es gleich in meine Routenplanung integrieren. Also formuliere ich den ChatGPT-Prompt wie folgt: Integriere alle Hotels in den Routenverlauf.
Eine Motorradroute sollte natürlich für eine Navigations-App generiert werden, denn eine Karte sagt mehr als 1000 Worte. Da ich in ChatGPT entsprechende Programmiermodule wie Python aktiviert habe, kann ChatGPT auch Routendateien für Navigations-Apps generieren und das ganz einfach. Probieren wir es einmal mit folgendem ChatGPT-Prompt aus. Erstelle eine Routendatei zur Weiterbearbeitung mit MyRouteApp oder kurviger.de. Die Route kann im GPX oder KML-Format generiert werden. Alle POIs sollten als Zwischenpunkte mit ausgegeben werden. Schauen wir uns das Ergebnis mal gleich im Routenplaner von MyRouteApp an. Ich importiere die generierte Routendatei im Format GPX. Das Format KML nutze ich hingegen im Google Earth. Ich finde das Ergebnis überzeugend. Die Route steht nun grob geplant mit sehenswerten Zwischenpunkten zur Verfügung und kann bei Bedarf mit dem Routenplaner noch fein geplant werden. Genauso wie ich es wollte. In 10 Etappen von Malaga nach München, vor allem in Spanien an der Küste entlang. Es wurden generell von Locals empfohlene Motorradstrecken eingeplant und gute preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten am Meer empfohlen. Autobahnen und Mautstraßen wurden weitgehend vermieden. Aber eine Kurzpräsentation für heute Abend ist das noch nicht. Deswegen fordere ich ChatGPT wie folgt auf. Erstelle mir eine Präsentation in PowerPoint für meine Freunde, die an der Motorradreise teilnehmen möchten. Gehe insbesondere auf die schönen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke ein. Die PowerPoint-Präsentation wurde von ChatGPT generiert und alle Informationen wurden aus der Reiseplanung automatisch übernommen. Am Folienlayout kann man sicherlich noch mit Canva etwas arbeiten. Aber nun habe ich in wenigen Sekunden alle wichtigen Informationen in der PowerPoint und zusätzlich eine detaillierte Routenplanung für unsere Navis in MyRouteApp. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Künstliche Intelligenz wirkt disruptiv, das heißt, die Technologie wird mit Sicherheit den gesamten Planungsprozess, so wie wir ihn heute mit Routenplanern wie Basecamp, Kurviger, Calimoto oder MyRouteApp kennen, revolutionieren. Bisherige Planungsalgorithmen, die eine Strecke von A nach B und vielleicht noch mit der Zusatzoption kurvenreich in einer Karte planen, werden nicht mehr die Priorität haben. Es wird viel wichtiger sein, dass die Algorithmen auch maßgeschneiderte Routen generieren, die zum Beispiel individuelle Fahrstile oder andere Besonderheiten berücksichtigen. Auch das Einbinden von lokalem Wissen von Motorradfahrern, die sich in der Region besonders gut auskennen, wird eine weitere Möglichkeit sein, die Route zu optimieren. Aber auch die dynamische Anpassung einer bereits geplanten Route an veränderte Rahmenbedingungen wie aktuelle Wetter- oder Verkehrssituationen wird mit KI in Echtzeit möglich sein. Mein Beispiel heute hat mir gezeigt, dass ich in ca. 15 Minuten ein belastbares Planungsergebnis erzeugen konnte, wo ich früher mehrere Stunden recherchiert und geplant habe. Planst du schon mit KI? Schreib mir einen Kommentar. Und wenn es dir gefallen hat und dich das Thema weiter interessiert, dann lass ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Bis bald.